Kannst du dich noch daran erinnern, wie es war, zum ersten Mal auf Inlineskates zu stehen? Bei mir war das ein Mix aus Aufregung, Vorfreude und so einem leichten panischen Herzklopfen. Ich war damals mit meinen Freunden unterwegs, die schon große Sprüche darüber erzählt hatten, wie viel Spaß das macht und wie einfach Inlineskaten doch ist. Und dann auf einmal, zack, stand ich da, wackelig wie ein neugeborenes Reh und versuchte nicht direkt wieder hinzufallen. Vielleicht kennst du dieses Gefühl. Und wenn du dich fragst, warum es manchmal so schwierig scheint, effizient vorwärts zu kommen und stabil auf den Skates zu bleiben, dann liegt es oft daran, dass du einen der typischen Anfängerfehler machst, die jeder schon mal durchgemacht hat, mich eingeschlossen. Einer meiner Schützlinge, die ich kürzlich coachen durfte, war unfassbar motiviert. Er schnallte sich die Skates um, wollte sofort Vollgas geben. Doch seine Bewegungen erinnerten eher an schnelles Gehen als an Skaten. Er setzte einen Fuß vor den anderen, genauso wie beim normalen Laufen, und wunderte sich, warum er nur minimal an Fahrt aufnahm und dabei fast die ganze Zeit in Straucheln geriet. Genau das ist der erste große Stolperstein. Viele machen keinen zeitlichen Abstoß, sie laufen einfach geradeaus. Aber Skaten bedeutet, dass man eben diagonal nach außen drücken muss. In dem Moment, wo ich ihm erklärte, wenn er seine Skates in V-Stellung aufstellt und sich seitlich abstoßt, das war richtig ein Aha-Moment für ihn. Auf einmal hatte er diesen kleinen Klick im Kopf, seine Füße hat er leicht nach außen geöffnet, hat sich dann immer kraftvoll abgestoßen und hey, auf einmal hat es funktioniert. Ein anderes Phänomen, was ich schon öfter beobachtet habe, ist dieses unfreiwillige nach innen einknicken. Dabei stehen die Skates nicht gleichmäßig, sondern die Knöchel klappen zur Körpermitte hin ein. Wenn man jemanden sieht, der mit den Skates permanent auf der Innenkante fährt, erkennt man schnell, wie instabil das Ganze wirkt. Die Beine werden auseinandergezogen, es fühlt sich so an, als ob jeden Moment mal irgendwie wegrutschen würde, und auf Dauer ist es auch nicht gut für die Füße, sondern tut richtig weh. Mit einem kleinen Trick, nämlich die Füße bewusst etwas nach außen zu neigen und darauf zu achten, dass die Rollen flach und parallel auf dem Boden stehen. Plötzlich waren die Schmerzen weg, doch selbst wenn man die ersten beiden Stolpersteine meistert, gibt es noch einen dritten, von dem viele gar nicht wissen. Und zwar ist es aufrecht fahren. Viele denken so, je gerader ich stehe, umso besser. Aber diese aufrechte Haltung täuscht dich schnell. Wenn dein Oberkörper kerzengerade bleibt und du dich nicht leicht nach vorne lehnst, ist dein Körperschwerpunkt automatisch weiter hinten. Was also passiert, wenn du einen leichten Stoß von vorne oder eine Bodenwelle erwischt? Genau, du kippst nach hinten weg und landest unsanft auf dem Po. Ich habe mal einen Freund begleitet, der wirklich überzeugt war, dass er eine Art Vorzeigeposition auf den Skates hat. Er ist dann so neben mir hergefahren, steif wie ein Brett. Keine 2 Minuten später erwischte ihn eine kleine Bodenwelle im Asphalt und er liegt in Filmreifen Rückwärtsabflug hin. So schnell konnte ich gar nicht reagieren. Danach war ihm dann auch klar, dass es viel besser ist, die Knie einfach leicht zu beugen und den Oberkörper minimal nach vorne zu bringen. Das fühlt sich am Anfang vielleicht ein bisschen ungewohnt an, weil man so ein bisschen denkt, hey, ich mache irgendwie einen Buckel oder es sieht irgendwie weniger elegant aus. Aber in Wirklichkeit bekommst du dadurch einen ästhetischen, athletischen, sicheren Stand, hast dadurch mehr Kraft beim Abstoßen und kannst auf Hindernisse viel schneller reagieren. Wenn du diese 3 Dinge beherrcht, also den seitlichen Abstoß statt bloßen geradeaus gestampfe, eine saubere Fußstellung ohne lästiges Innenknicken und eine aktive Haltung mit gebeugten Knien, wirst du dich wundern, wie groß der Unterschied ist. Dieses wackelige, unsichere Gefühl löst sich förmlich auf und du kannst dich richtig auf das Gleiten konzentrieren, statt ständig nur an deinen nächsten potenziellen Sturz zu denken. Und genau das ist doch das Faszinierende am Inlineskaten. Du fühlst dich irgendwann, als würdest du fast über den Asphalt schweben. Wenn du diese 3 Fehler behebst, wirst du merken, wie du plötzlich richtig Tempo aufnimmst und dich viel sicherer fühlst. Aber Vorsicht, selbst wenn du diese Basics beherrschst, gibt es immer noch eine Menge Potenzial, das du ausschöpfen kannst oder eben auch nicht. Wenn du auf das nächste Level kommen willst, brauchst du noch ein paar besondere Technik-Hacks. Und genau darüber spreche ich mit dir in diesem Video. Viel Spaß!